Los geht's. Unsere Abenteuer, die wir so erleben, wenn wir zu Hause in unserer Homebase sind. Naja, so wirklich zu Hause sind wir dann auch nicht, weil, wie zum Beispiel im März, ist doch ziemlich viel gelaufen. Wir hatten die große Ehre, nach Griechenland zu reisen, und zwar an das erste Treffen als Blue Diamond sind wir eingeladen worden an das Blue und Presidential Summit in Athen. Und es war ein riesiges Abenteuer, weil diese Trips sind natürlich auch immer für uns super special mit Ben. Ben Ocean, unser Sohn, ist überall mit dabei. Und ja, auch unsere Nerven werden in solchen Trips teilweise ein bisschen strapaziert, weil es einfach so was anderes ist, wenn man mit Baby reist, als wenn man alleine unterwegs ist, so wie wir es früher waren. Aber natürlich lieben wir es, als Familie zu reisen und diese Abenteuer zu erleben. Die 4 Tage Griechenland waren echt einfach einmalig und haben uns unglaublich gut getan. Wir konnten so viel mitnehmen aus diesen Tagen für unser Business. Always working. Es steht der Monatsabschluss, ob wir jetzt in Athen sind oder nicht. Warum? Jetzt die Nachrichten. Ein Highlight war sicher das Gala-Dinner mit allen anderen europäischen Blue und Presidential Diamonds. Wir hatten so viele gute Gespräche und Inspirationen mitbekommen. Und dann durften wir 2 Tage gemeinsam mit auch unseren ganz geschätzten doTERRA-Kolleginnen und Kollegen genießen. Wir sind rumgereist, haben die Wild Orange Destillerie betrachten können, und ich kann euch sagen, es hat kilometerweit entfernt von Orangen gerochen und man hat einfach die Pureness von diesem Wild Orange über ganz, ganz weite Strecken hinweg wahrgenommen. Solche Trips sind für uns auch immer Arbeit und Vergnügen in einem. Es ist unser Lifestyle. Wir haben ganz viel Content produziert in diesen Tagen, ganz viel Inspiration für neue Projekte gesammelt und wurden unserem Weg einfach nur sicherer, den wir gehen wollen, und weiterhin unser Business aufbauen, stärken und vor allem auch weiterentwickeln. Gemeinsam mit allen anderen Blue und Presidential Diamonds sind wir die Wild Orange Destillerie anschauen gegangen, respektive Rudi hat es gemacht. Ich war mit Ben Ocean draußen und er hat das Pure Wild Orange Öl in seinen Händen gehalten, durfte auch eine kleine Probe mitnehmen, und es war einfach super eindrücklich, diese ganze Destillerie mit allen Insights anzuschauen und ganz viel Fachwissen darüber auch zu bekommen. Und dann ging es auch schon wieder zurück nach Hause in unsere Homebase. Wir genießen die Tage zu Hause immer sehr, selber zu kochen in der eigenen Küche und alles Gewohnte um uns zu haben, ist einfach auch ganz wichtig für uns. Und wenn wir zu Hause sind, dann haben wir auch ganz spannende Projekte. Wir durften eine super coole Kooperation eingehen, und zwar mit dem Cosmos Kids und Concept Store in Chur.
Das ist ein Store, den wir schon vor der Geburt von Ben Ocean entdeckt haben und wir sind super happy, den Shop und was dahinter steckt, vertreten zu dürfen. Und zwar, Kosmos ist wirklich ein Shop in der Kuraltstadt. Es finden sich Produkte von Marken, welche nachhaltig produziert werden. Auf umweltschonende Herstellung wird geachtet und natürlich auch faire Arbeitsbedingungen. Alle diese Labels hat der Kosmos Kids und Concept Store und es gibt Kleider für Kinder von 0 bis 13 Jahre, natürlich auch eine erlesene Auswahl an Erwachsenenmode und nützliche Alltagsprodukte. Und was uns ganz besonders gefällt und darum vertreten wir auch den Kosmos, ist, dass alle Marken, die es beim Kosmos zu kaufen gibt, legen Wert auf faire Arbeitsbedingungen, Bioqualität, recycelte Rohstoffe und umweltschonende Arbeitsprozesse und die Vermeidung einer Überproduktion der Ware, ganz im Sinne von No Planet B. Dafür stehen auch wir und wir sind sehr, sehr dankbar und freuen uns sehr, dass wir diese Kooperation eingegangen sind und für euch die News vom Kosmos auch immer mal wieder in unserem ganzen Content präsentieren können. An dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an Kosmos und ganz speziell natürlich an die Gründerin vom Kosmos, Sonam Schneider. Ich will den Bus anschauen. Der Plan ist, dass wir in 10 Tagen abfahren. Es ist noch... Haben wir irgendetwas parat bis jetzt? Grosse, da drinnen wohnen wir jetzt dann. Gell? Dann fahren wir nach Portugal. So. Ding geht auch wieder. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche mit dem Vanlife. Es sieht auf Instagram immer so schön aus. Es ist auch schön. Es ist auch schön. Aber es ist so viel Arbeit, bis es im Bus kein Chaos mehr ist. Und kaum hat man es schön, wird es wieder zu einem Chaos. Ich meine, das können wir alles aufnehmen hier. Also der Plan ist, wir fahren nächsten Donnerstag, also am Donnerstag in einer Woche, fahren wir los auf Portugal. Und was stoppen wir? Oh mein Gott. Haben wir schon alles parat? Nein. Was sind noch To-Dos? Sind wir mit dem Zeitplan hinten drin? Ja. Sind wir mega happy? Ja. Das wird noch eine kleine Aufgabe, bis das alles ready ist, sage ich. Aber wir werden es schaffen irgendwie. Logisch. Irgendwann. Bye bye Bus. Ja, ich hoffe, euch hat unser März-Video gefallen. Es war echt ein super cooler, aber auch mega intensiver Monat. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden für unseren nächsten Trip für Portugal. Wir sind noch überhaupt nicht ready. Ihr seht, hinter uns haben wir noch alles aufgestellt, um noch Videos zu drehen und mal schauen, ob wir es schaffen. Der Plan ist, dass wir nächsten Donnerstag abfahren, direkt nach Portugal. Der Van ist noch nicht gepackt, ist noch nichts ready, oder? Wir sind echt noch nicht... Aber irgendwie schaffen wir es immer. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video, wenn wir nach Portugal fahren, dabei sind. Ciao!